Moin, moin und herzlich willkommen bei Santory. Schön, dass du da bist. Ja, Leute, der Monat Oktober ist auch schon wieder um. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. In wenigen Wochen sitzen wir alle unterm Weihnachtsbaum. Ja, das heißt, es gibt heute wieder eine neue Folge von Komplimente Parfums des Monats. In dem Falle dann eben des vergangenen Monats Oktober. Ich stelle euch also wieder die Düfte vor, für die ich Komplimente bekommen habe, auf die ich angesprochen wurde. Zu jedem der heutigen Parfums habe ich auch schon ausführliche Reviews gemacht. Die blende ich euch hier oben rechts ein. Dementsprechend versuche ich mich heute auch etwas kürzer zu fassen. Ja, und bevor ich jetzt etwas zu Kniche 10 sage, möchte ich dich noch kurz darauf hinweisen, wenn dir das jetzt folgende Video gefällt, dann drücke doch den Daumen hoch Button. Du würdest mich und meinen Kanal damit unterstützen. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast und dir die Videos gefallen, ja, dann abonniere doch auch gerne meinen Kanal. Ich sage auf jeden Fall schon mal Danke für die Unterstützung. So, nun aber zu Kniche 10. Also das ist wirklich ein Duftklassiker, fast 100 Jahre alt. Also dieser Duft hat wirklich Geschichte, die ganze Marke hat eine Historie. Da könnt ihr gerne ja in mein ausführliches Review schauen. Wie riecht dieser Duft? Also es ist wirklich ein ganz feines Lederparfum. Tatsächlich gefällt es auch Leuten, die eher so Probleme mit Leder als Duftnote haben, generell eben keine Lederparfums mögen. Denn Kniche 10 ist wirklich ganz weich. Es gibt zwar eine präsente Ledernote, die aber wirklich sehr fein und sehr angenehm ist. Die Kopfnote ist angenehm frisch und generell wird dieser Duft auch nie schwer oder drückend. Es ist eher so eine leichte, feine Ledernote. Dazu haben wir auch noch so seifige und frische Nuancen. Dann haben wir auch noch ein paar blumige und würzige Duftnoten. Also es ist insgesamt wirklich eine sehr feine, ja schon eher frischere, würzige Lederkomposition. Die Duft-DNA ist schon 100 Jahre alt. Also dementsprechend riecht der Duft auch oldschoolig. Auf der anderen Seite hat Kniche 10 für mich aber auch noch was Modernes. Dieser Duft passt einfach perfekt in die heutige Zeit. Und ich habe auch tatsächlich ein Kompliment bekommen von einer Person, die mit Lederparfums, vor allem eben mit Leder als Duftnote, normalerweise absolut nichts anfangen kann. Das ist aber eben auch mein Eindruck. Dieser Duft kommt wirklich sehr gut im Umfeld an. Wie gesagt, es überrascht mich teilweise selbst, auch wenn ich diesen Duft natürlich wirklich toll finde. Die 30 ml seht ihr hier, die kosten ca. 30 Euro. Es gibt verschiedene Größen, 50, 100, 200 ml. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich super, eine klare Empfehlung. Weiter geht es mit Ganymede von Marc-Antoine Barrois. Ein so toller Duft. Mein 100 ml Flakon ist leer gegangen. Ich habe mir jetzt die 30 ml bestellt. Die waren im Angebot mit Gutscheincode und Rabatt und hast du nicht gesehen, habe ich glaube ich für die 30 ml 64 Euro gezahlt. Also das ist ein unfassbar tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Das geht eigentlich nicht besser. Der 100 Milliliter Flakon ist natürlich dann auf Milliliter Preis gerechnet nochmal günstiger. Also wirklich eine klare Empfehlung. Ich denke, zu Ganymede muss ich jetzt auch nicht mehr so viel sagen. Dieser Duft hat ja einen extremen Hype in den letzten 1-2 Jahren erfahren. Diverse YouTuber, Influencer haben den Duft ja auch vorgestellt. Meiner Meinung nach ist dieser Hype aber eben auch berechtigt. Aber gut, wie riecht Ganymede? Wir haben eine richtig tolle, spritzige, aber zugleich auch würzige Kopfnote. Denn wir haben eine richtig, fast schon leckere Mandarinennote gepaart mit Safran. Tolle Kombination, fruchtig, frisch und auch würzig. Ja, die angesprochene Würze bleibt auch den ganzen Duftverlauf über bestehen. Dazu nehme ich auch immer mal wieder so eine seifige, eben aufgefrischte Note wahr. Das ist eben so dieser, wirklich tolle Kontrast zu dieser Safranwürze. Wir haben auch eine holzige Basis und ich nehme tatsächlich auch etwas Ledriges wahr. Leder ist zwar als Duftnote nicht gelistet, das kommt meiner Meinung nach aber eben durch die Safrannote in Kombination eben mit den anderen Duftnoten. Es ist eine Duftkomposition, die unfassbar beliebt und gut im Umfeld ankommt. Ganymede kann man meiner Meinung nach auch wirklich 365 Tage im Jahr tragen. Das ist ein Duft, der sich eigentlich für jede Situation eignet.
Es behält die perfekte Balance zwischen würzig, seifig, frisch, leicht ledrig. Ja, ist wirklich ein ganz toller Duft. Die Haltbarkeit ist super, 12 Stunden plus. Also ihr nehmt den Duft auch selbst lange wahr. Die Duftaura ist ganz wundervoll und dementsprechend gibt es auch Komplimente. Auf diesen Duft wurde ich bei einem Geschäftstermin angesprochen. Ja, wie gesagt, ich kann euch Ganymed wirklich sehr empfehlen. Weiter geht es mit Percival von Parfums de Marly. Diese DNA ist einfach so gefällig. Also es gefällt gefühlt jedem. Man bekommt wirklich Komplimente. Man wird sehr positiv wahrgenommen und auf diesen Duft angesprochen. Und vor allem ist für mich Percival eben weit mehr als nur ein Duschgel-Parfum. Die Duft-DNA ist von mir aus duschgelig. Ja, kann man durchaus so sagen. Ich nehme aber darüber hinaus eben auch eine richtig tolle Würze und Aromatik wahr. Und dadurch ist Percival für mich persönlich auch eben weit mehr als in Anführungsstrichen nur ein Duschgelduft. Diese Würze und Aromatik machen für mich den Unterschied, vor allem auch in der Duftaura. Wie ich schon sagte, dieser Duft kommt unfassbar gut im Umfeld an und man wird eben auf diesen Duft angesprochen. Die Haltbarkeit ist top. Auch hier kommt ihr ohne Probleme durch den Tag. Wie gesagt, die Besonderheit ist für mein Empfinden eben die tolle Duftaura. Ich wurde auf Percival im Freundeskreis angesprochen von einer Person, die normalerweise überhaupt nicht irgendwie auf Düfte reagiert oder Komplimente gibt. Aber ja, die fand den Duft ganz wundervoll an dem Tag. Ja, also auch ich kann euch Percival wirklich empfehlen. So, nun kommen wir zum letzten Duft des heutigen Videos, zu Paragon von Initio. Zu Paragon habe ich tatsächlich auch schon 2 Reviews gemacht. Einmal ein Unboxing plus ja, Ersteindruck und dann auch nochmal ein Update mit einem ausführlichen Review. Die blende ich euch hier oben rechts ein. Schaut da gerne mal rein. Ich muss auch tatsächlich einmal loswerden, dass mir Paragon immer mehr gefällt, je öfter ich es eben trage. Ich fand es schon zu Anfang an toll, sonst hätte ich mir diesen Duft ja logischerweise auch nicht gekauft. Aber nichtsdestotrotz, je öfter ich Paragon trage, ja, desto besser gefällt mir dieser Duft. Vor allem reagiert dieser Duft wundervoll mit der Haut. Man hat eine ganz tolle Duftaura. Ja, und das ist dann quasi nochmal mein Update, zum Ersteindruck, wie auch immer. Und tatsächlich habe ich für Paragon an einem Tag auch 2 Komplimente bekommen. Ja, eben von 2 verschiedenen Personen. Ich war da im Urlaub, es war eine Kombination aus Sightseeing und Shoppingtour. Ich war also auch in diversen Geschäften am Shoppen und wurde von 2 verschiedenen Frauen ja auf diesen Duft angesprochen. Und da möchte ich auch einfach mal ehrlich sein, sowas kommt natürlich super selten vor. Also generell ein Kompliment zu bekommen ist ja eben auch nicht so unbedingt tagtäglich. Und ja, dann an einem Tag sogar 2-mal von 2 ja ganz unterschiedlichen Personen auf einen Duft angesprochen zu werden. Ja, das kommt wirklich sehr, sehr selten vor. Dann nochmal ganz kurz zu der Duftbeschreibung. Wie riecht Paragon? Ja, also wir haben anfangs erstmal einen wirklich frischen und aromatischen Start. Wir haben hier zum Beispiel Lavendel und Salbei, das nimmt man auch richtig gut wahr. Im weiteren Duftverlauf wird der Duft immer süßer. Hier kommt die Pflaume wirklich ganz toll heraus. Wir haben auch eine holzige Basis. Der Dry Down wird für mich dann auch immer weicher und fast schon cremig. So, also es ist wirklich eine ganz tolle Duft-DNA und auch hier ist die Besonderheit die Duftaura. Also man nimmt den Duft selbst sehr angenehm wahr, ja, und das Umfeld entsprechend ebenso. So, abschließend dann nochmal etwas zu der Haltbarkeit und zu der Sillage. Haltbarkeit, ja, 8 bis 9 Stunden, eher sogar ein kleines Plus im Vergleich zu den ersten Reviews. Und die Sillage, da habe ich eine neue Erfahrung gemacht. Die ersten 3 bis 4 Stunden strahlt Paragon auf meine Haut zumindest wirklich sehr intensiv ab. Also das muss ich sagen, da nehme ich selbst und vor allem eben auch andere Leute diesen Duft wirklich sehr intensiv wahr. Und dann so nach 4 Stunden gibt es auf meiner Haut zumindest wirklich einen Cut. Also da wird die Sillage schlagartig schwächer und ja, um nicht zu sagen fast schon hautnah. Also ich nehme den Duft dann selbst fast gar nicht mehr wahr. Auf der Klamotte schon, aber auf der Haut nicht mehr wirklich.
aber andere Leute nehmen den Duft trotzdem noch wahr. Also es ist wieder mal so eine interessante Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber ich muss euch sagen, Paragon ist wirklich ein toller Duft, also besorgt euch da mal eine Abfüllung. Es ist auch eine klare Empfehlung. So, und dann sind wir auch am Ende angekommen. Du siehst ja nochmal alle Protagonisten des heutigen Videos. Du kannst ja gerne mal kommentieren, ja, für welche Düfte du in letzter Zeit Komplimente bekommen hast. Vielleicht ist ja auch der eine oder andere Duft aus dem Video mit dabei. Das würde mich wirklich interessieren. Dann sage ich danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter und bis demnächst.